Hallo liebe Freunde der Modelleisenbahn, schön, dass ihr meinen Kanal wieder angewählt habt. Heute der zweite Teil der dreiteiligen Tutorial-Reihe über den Bau des Containerkrans. Ich zeige euch jetzt gleich eine kurze Videofrequenz, damit ihr erstmal seht, wie weit ich gekommen bin, und wen es interessiert, gehe ich dann auf die Einzelheiten ein und werde auch einen kurzen Update zum Teil 1 geben, weil ich noch ein paar Sachen verändert habe, die ich dort gezeigt habe. Also viel Spaß beim Video und dann werde ich gleich ein bisschen was dazu erzählen. Bitte einsteigen. Türen schließen selbstständig. Limousinen bei der Abfahrt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Sogar in den Hafen habe ich schon mal ein bisschen angefangen. So, was habe ich verändert? Ich war vorher mit 3 Volt unterwegs. Das hat sich aber gezeigt, dass das die untere Grenze ist für die Motoren. Die können bis 5 Volt ab laut Faller. Und habe also die Stromversorgung mit dem Netzteil, da seht ihr das übrigens mal abgebildet, wenn ihr euch auch so eins kaufen wollt, auf 4,5 Volt gesetzt. Und ich hatte ja ein Elgo eingebaut an die erste Platine, falls es mal zu Unterbrechungen kommt. Die habe ich da rausgenommen und habe das oben in die obere Platine reingesetzt. Weil egal wo jetzt der Strom unterbrochen wird, er versorgt von da aus dann praktisch beide Platinen. Des Weiteren musste dann natürlich auch müssten die Widerstände angepasst werden. Auf der linken Seite, ich habe die Widerstände jetzt mit 100 Ohm angesetzt bei 4,5 Volt. Und auf der rechten Seite seht ihr eine kleine Platine. Ich hatte ja das Problem, wenn die Containerbrücke sich nach links bewegt, konnte ich zwar meine Blinklichter, meine gelben ansteuern, bewegt er sich aber nach rechts, ändert sich ja die Polarität. Und dann geht das natürlich bei einer Leuchtdiode nicht, weil man darf ja Plus und Minus nicht verwechseln. Ich habe einen Gleichrichter genommen, den ihr da seht, verlinkt das aber auch. Und der sorgt dafür, dass immer an der gleichen Seite Plus und an der gleichen Seite Minus rauskommt. Dann die 100 Ohm Widerstände dazwischen, und das ist jetzt die Stromversorgung. Was leider nicht klappt, ist das Blinken. Da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Anscheinend ist da noch irgendetwas in der Stromversorgung, das das Blinken jetzt verhindert. Aber zumindest leuchten sie ja schon mal, wenn die ganze Brücke fährt. Also werde ich aber noch bestimmt eine Lösung für finden. Hier beginnen wir jetzt mit dem Bau der Containerbrücke. Da kommen erstmal Abstützungen hin, dann kommen die ganzen Gehwege, die ich hinterher noch verschönern werde. Hier seht ihr jetzt die Stromversorgung. Rechts habe ich noch einen ganz dünnen Draht, den habe ich nachher verworfen. Links habe ich einen Kupferdraht reingesetzt, der bleibt auch. Und wenn man das hinterher verkleidet mit diesem kleinen Laufsteg und den kleinen Motoren da drauf, sieht man wie immer davon nichts. Am Ende habe ich noch einen Kupferdraht unter der Brücke, also unter dem Laufsteg hergezogen, der von links nach rechts geht, damit ich praktisch alle 4 Räder nutze. Ja, der ist praktisch von links nach rechts jetzt unter dem Steg hergezogen. Aber es gab ein Problem, und das seht ihr jetzt. Normalerweise ist das kein Problem, wenn man da einen Akku drin hat, aber ich habe ja gesagt, ich will den Strom komplett von der Schiene nehmen, und da seht ihr, dass das wackelt. Das ist nicht viel, wir reden hier von 0,4 mm,
die Räder in der Luft hängen. Und wenn die Brücke, die Katze den Weg wechselt von links nach rechts, dann geht das mal ganz kurz der Strom raus und das geht natürlich nicht, wenn ich damit arbeiten will. Hier seht ihr jetzt mit diesem 0,4 Unterlegband, dass ihr wirklich jetzt satten Kontakt habt. Diese Profilleiste 0,4 habe ich lange nachgesucht. Ich habe euch das auch in der Videobeschreibung unten reingesetzt. Wenn ihr die da drunter setzt, habt ihr richtig schön satten Kontakt. Hier seht ihr jetzt, wo die Stromversorgung rauskommt. Man kann sie kaum ahnen. Und oben seht ihr dann praktisch, wie ich es in die Mitte führe, einmal Plus, einmal Minus. So, da ist auch der Motor mit dem Gestänge, dem Antriebsgestänge. Hier ist die ganze Katze mit ihrem Innenleben. Der Motor, der nachher dafür sorgt, dass man die Container hoch und runter fahren kann. Alles mit Kugellager und Gestänge. Werde ich euch jetzt nicht im Einzelnen zeigen, nur dass ihr mal das gesehen habt. Und das wird hinterher schön zusammengebaut. Dann kommt die Aufnahme für die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Ich kann hier einen extra Motor ansetzen, die Katze, die Seilwinde und rechts seht ihr noch eine LED. So sieht das Ganze jetzt verkabelt aus. Ich habe noch einen Elgo, den habe ich jetzt oben reingesetzt und nicht unten, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Und egal, ob ich jetzt unten oder bei der Katze keinen Kontakt habe, ich werde immer Strom haben. So, dann wird das Ganze zusammengebaut und die ganzen Kabel kommen nachher unten raus und nicht da, wo ich es jetzt im Moment habe. Nur, dass man schon mal sieht, wie das ungefähr aussieht. Jetzt kam das nächste Problem, aber irgendwie lief das Ganze nicht. Ihr seht das jetzt. Teilweise müsste ich den Strom noch dran setzen, dann lief es nicht gerade. Dann kam ich darauf, dass da einfach ein bisschen Gewicht fehlte. Ich habe mich dann einfach rangetastet, habe erstmal nur einen Schraubendreher draufgelegt, damit lief es sehr gut, wie ihr jetzt hier seht. Und dann hatte ich noch ein paar Bleikugeln und habe mich dann mit diesen Gewichten so rangetastet, dass ich hinterher zufrieden bin. Hier seht ihr die Bleikugeln noch in Tüten. Erstmal nur zum Ausprobieren und mit der Laufruhe, mit dem Hin- und Herfahren war ich jetzt am Ende zufrieden. Ihr seht das Pluszeichen, ganz wichtig, das muss ich nachher noch irgendwo hinmachen, dass man es zwar nicht sieht, aber man darf natürlich die Brücke jetzt nicht verwechseln, weil ich habe rechts Plus und links Minus. So, da habe ich jetzt die Kugeln mit Spezialkleber zusammengeklebt, einfach eine kleine Holzleiste aus dem Grund, weil ich muss ungefähr 5 mm höher kommen, damit ich nicht mit dem Gestänge, was ihr vorhin gesehen habt, dem Antriebsgestänge ins Gehege komme. Also die Kugeln dürfen erst oberhalb des Gestänges anfangen und deshalb das Holzstück dazwischen. Das habe ich dann einfach in den Steg eingeleimt oder eingeklebt und dann war ich mit der Laufruhe zufrieden. So, dann möchte ich euch kurz eine Zange ans Herz legen. Ich habe mir eine Zange gekauft, die ganz flach ist unten drunter. Das heißt, damit kann man wirklich Sachen wie diese filigranen Gitter, die nachher an dieses Treppengeländer, also das nachher das Treppengeländer sind, diese filigranen Teile kann man damit super rauskneifen. Man muss überhaupt nichts mehr entfernen, also sonst muss man ja mit dem Skalpell noch die kleinen Nippel wegmachen. Das könnt ihr so rausnehmen, das seht ihr jetzt auch im größeren, hier zum Beispiel, das ist ganz, ganz knapp an dem Plastikteil, kneift es das ab. Also ihr könnt euch alle Nacharbeit sparen, so eine Zange lohnt sich wirklich. Also ich will keine Werbung für machen, aber das ist schon, die Investition hat sich wirklich gelohnt. Hier seht ihr mal, wie filigran man arbeiten muss. Bei diesem Geländer zum Beispiel, da muss man schon ruhige Hände haben. So, ganz langsam dran setzen und dann ruhig. Also nur mal einen kleinen Ausschnitt. Und davon gab es, ich weiß nicht, wie viel es waren. Also ihr seht ja diese Wendeltreppe jetzt. Da musste man schon mal ein bisschen Pause machen zwischendurch. So, mal kurz zeigen, wie man es dran macht. Was man von außen gesehen habt. Und was man wirklich sagen muss, das Modell und die ganzen Zubehörsachen vom Faller sind da wirklich toll ausgearbeitet. Also selbst kleine Brückenteile, wer jetzt hier seht, also da ist auch Logik drin. Also man sieht jetzt erstmal, was so ein Mensch, der da drin arbeitet, welchen Weg der hinterlegen muss. Und man kommt wirklich von unten bis oben hinterher in die Katze runter. Der muss ja nachher wieder ein Stück runter. Alles mit Wegen. Also ich habe ja letztes Mal gesagt, ich möchte hier das so haben, dass ich in der Mitte Rockwell habe. Dort steuere ich das komplette Licht mit der CS3 und hier den Kran. Soweit jetzt erstmal der Theorie. Also was ihr machen müsst,
Wenn ihr das überhaupt auf 2 Bildschirmen machen müsst, das ist jetzt kein typisches Eisenbahn-Thema, aber vielleicht weiß es der eine oder andere nicht. Ihr geht zu Anzeigeneinstellungen und dann bekommt ihr ein Fenster, dann könnt ihr wählen, ob ihr einen Bildschirm oder 2 Bildschirme haben wollt. Und wenn ihr dann geht ihr auf 2 Bildschirme und dann kann man noch wählen, ob man das synchron haben will oder einen eigenständigen Bildschirm. Und dann macht ihr einen eigenständigen. Da das bei jedem anders ist, kann ich euch das natürlich jetzt hier nur theoretisch zeigen. Also ich habe hier 2 Bildschirme, jeder ist eigenständig, da steht dann eine 1 und eine 2. Jetzt mache ich Rockrail auf und warte, bis es komplett geladen ist. Dann mache ich Rockrail ein bisschen kleiner. So. So, und jetzt schiebe ich das einfach rüber auf die andere Seite. Und siehe da, ich habe es hier im Bildschirm. Jetzt passe ich mir die Größe an, wie ich sie brauche. So. Okay, und schon habe ich Rockrail hier auf der Seite. Wenn ihr mit der Maus ganz nach links geht, kommt ihr irgendwann wieder hier im Bildschirm an. Ich gehe jetzt wieder rüber. Wir können ja mal gucken, ob wir eine Weiche steuern können. So, das war nicht ganz drin. Ihr seht, es geht. So, übrigens ein Tipp, ich hatte, wie das in der Beschreibung ist, eigentlich mit dem Laptop über WLAN oben im Büro und die CS3 auch über WLAN im Büro. Es war aber nicht so stabil, die Leitung. Und dann hatte ich viel gelesen und habe gesehen, man kann einfach ein LAN-Kabel in die CS3 reinmachen und bei sich in die Schnittstelle rein. Also meine Schnittstelle ist hier kaputt, deshalb ist hier noch meine eigene LAN-Kabel. Also praktisch von Kabel zu Kabel und ich brauche gar kein WLAN mehr. Total stabile Leitung, kann ich jedem nur empfehlen. Eine Variante. So, jetzt habe ich ja hier meine CS3 bzw. die Connection dazu und kann hier Rockrail steuern. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen dort den Fallerkran auf. Der hat sich schon eingewählt, das habe ich ja so eingestellt. Also gehen wir mal rein. So, jetzt habe ich praktisch alles, was ich haben will. Ich kann jetzt hier das Licht anmachen. Ja, ich kann den Kran steuern. Auch oben die Katze. Geht mittlerweile. So, alles tipptopp. So ist das, wie ich das gerne steuern will. Kran, Rockrail, Licht. Okay, dieser kleine Ausflug mal kurz in die Welt des PCs. Jetzt möchte ich euch mal etwas zeigen, womit ich das Ganze aufpimpe. Ich habe das ja auch schon bei mehreren Tutorials gezeigt, beziehungsweise mehreren Videos von mir. Ich nehme mal gern dieses Metallgitter. Das ist ein richtig schweres Gitter, ganz fein strukturiert, glänzt schön und das benutze ich jetzt, um diese Laufgitter aufzupimpen. Ja, kriege ich jetzt gleich nochmal eine große Aufnahme, dann kann man es besser sehen. Vorher ausgeschnitten, dann mit so kleinen Bits beschwert, damit die schön kleben. Und dann seht ihr gleich, wie das aussieht, wenn das nachher fertig ist. Ich finde, das wertet zum Modell noch enorm auf. Auch das werde ich euch verlinken. So, ich glaube, jetzt war es das genau. Jetzt könnt ihr das sehen. Das sieht richtig gut aus. Man sieht auch nichts mehr von den Klebern. Wir hatten ja vorher so Stöße von den ganzen langen Querträgern und so. Alle Stöße sind weg. Selbst in der Katze unten, bis unten hin, seht ihr jetzt die kleinen Teile. Also ich finde, das macht unheimlich viel her. So, dann das Häuschen oben, beziehungsweise unten, je nachdem wie man guckt, man muss ja wieder runtergehen oben von der Katze. Erstmal mit Schwarz anmalen, damit das gelbe Blinklicht darunter nicht scheint. Dann habe ich so aus Resten 2 Stöße gemacht für den Kranführer, damit er auch den Kran überhaupt steuern kann. Und oben sieht man noch das weiße Licht. Dann ging es nochmal an das Rad, das muss hier sicher mitdrehen, wenn der Kran sich dreht. Da habe ich dann einen 60 Ohm Widerstand reingesetzt. Das Ganze verlötet. Ich verlinke es euch auch. Und aus den Resten wie immer, die Reste nicht wegschmeißen. Hier kann man wieder sehen, wofür man es nutzen kann. Schön Kasten drum machen, Geländer und schon sieht das Ganze wieder schick aus. Das habe ich dann auch ein bisschen verkleidet mit dem Gitter. Das sieht dann aus wie Lüftungsgitter. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und ihr habt ja in dem Video gesehen, wie das schön läuft, also passt alles soweit.
So, das war jetzt der zweite Teil. Im letzten Teil geht es jetzt um den Greifer. Das ist auch wieder ein bisschen aufwendiger, weil den baue ich auch elektrisch mit einem Motor. Aber natürlich auch Eigenbau, sowas gibt es ja nicht fertig. Und da lasst euch mal überraschen. Dauert aber ein bisschen, weil da muss man Zahnräder nutzen. Und das Ganze so, dass eine Endabschaltung da ist, einbauen. Da will ich ein bisschen verbrauchen. Also wenn ihr es aber nicht verpassen wollt, denkt an ein Abo und wenn es euch gefällt, auch mal zwischendurch mal einen Daumen hoch oder vielleicht auch einen Kommentar. Würde ich mich auch darüber freuen. Also bis dann, euer Adler. Ciao und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.